In der Ostsee findet gerade ein merkwürdiges Schauspiel statt. Ein junger Wal hat sich ins flache Wasser verirrt und ist plötzlich zum Mittelpunkt einer ganzen Nation geworden. Doch spannender als die Berichte der Ämter ist das Miterleben vor dem Bildschirm. Das Schicksal eines einzigen Wals hat das Land so fest im Griff, während das Massensterben nebenan in den grauen Industriehallen völlig geräuschlos abläuft. Es ist der Kontrast zwischen zwei Welten. Hier das öffentliche Drama für einen sterbenden Riesen, dort die eiskalte Realität eines Schlachthofs. Warum wird um den einen getrauert, während andere Tiere massenhaft verspeist werden? Ist das Heuchelei oder doch nur die faszinierende Psychologie der menschlichen Empathie? Tatsächlich folgt Mitleid einer kühlen Mathematik. Dabei zählt das Individuum paradoxerweise mehr als die Million. Das menschliche Gehirn arbeitet hier mit einer eingebauten Beschränkung. Es ist für das Leben in kleinen Gruppen optimiert, für Gesichter, Namen und persönliche Schicksale. Timmy ist greifbar. Man sieht die Furchen der Haut, man hört das mühsame Ausstoßen der Luft. In dem Moment, in dem ein Lebewesen eine Persönlichkeit bekommt, springt das neuronale Mitgefühl auf Maximalast an. Sobald aus dem Tier jedoch eine Million wird, bricht dieses System zusammen. Große Zahlen lösen keinen Schmerz aus, sie sind Statistik. Ein Schwein in einem Stall mit 50.000 anderen ist keine Persönlichkeit mehr, sondern nur noch ein Pixel in einem grauen Rauschen. Das Leid von Tausenden lässt sich nicht gleichzeitig fühlen, denn das Bewusstsein kapituliert vor der Menge. Man empfindet Mitleid mit dem einen, solange das Licht der Kamera darauf gerichtet ist. Das Schwein hingegen bleibt unsichtbar. Es ist ein Teil einer Tapete aus Fleisch geworden, die man gelernt hat zu ignorieren. Aber warum braucht die Moral diesen Extremzoom auf das Einzelne, um überhaupt einen Funken Empathie zu erzeugen? Mitleid mit dem Wal zu haben, ist psychologisch gesehen ein Gratisticket. Es kann um Timmy geweint werden, ohne dass man im eigenen Leben überhaupt eine Kleinigkeit ändern muss. Bei der Massentierhaltung ist das Gegenteil der Fall. Hier prallt die Psyche auf den Widerspruch zwischen der eigenen Tierliebe und dem Hunger auf billiges Protein. Und um diesen inneren Widerspruch auszuhalten, nutzt der Kopf ein simples System. Er sortiert Lebewesen strengen Kategorien wie Wunder und Produkt. Damit diese Trennung im Alltag nicht zerbricht, dient die Sprache als Werkzeug zur Verdrängung. Im Supermarkt wird kein Schwein gekauft, sondern ein Schnitzel. Beim Wal funktioniert das nicht, denn er hat keinen Barcode auf der Flanke. Er bedroht das eigene Selbstbild nicht, weil er kein Teil der Nahrungskette ist. Und deshalb kann das Mitgefühl hier auch einfach fließen. Es wird die Empathie zugelassen, die beim Nutztier verboten werden muss, um den eigenen Lebensstil zu retten. Schützt diese Sprache also wirklich das Tier oder am Ende doch nur den Menschen vor der Wahrheit des eigenen Handelns? Der Ort des Geschehens ist ein Teil des Systems. Der Wal stirbt in der freien Natur, direkt vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Massentierhaltung wurde hinter dicken Betonmauern und in abgelegene Industriegebiete verbannt. Das Sterben wurde aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand verschoben, damit niemand die moralische Last tragen muss. Denn was man nicht sieht, muss man auch nicht fühlen. Aber der Wal bricht genau durch diese Mauern. Er zwingt zum Hinsehen und deshalb ist die Reaktion so heftig. Das Gehirn ist darauf programmiert, Kontraste zu erkennen. Alles, was jeden Tag passiert, wird unsichtbar. Die Massentierhaltung ist zum Normalzustand geworden. Sie ist wie das Rauschen einer Autobahn. Der Wal in der Ostsee ist dagegen ein Fehler im System. Er gehört dort gar nicht hin. Er ist der Knall in der Stille. Timmy ist das brennende Haus. Die industrielle Tierhaltung ist der Zerfall, an dem man sich gewöhnt hat. Beim Wal bietet die Psyche eine attraktive Heldenrolle an. In dieser Geschichte kann man die Seite der Retter einnehmen. In der Massentierhaltung gibt es diese Rolle nicht. Hier ist das Leid ein Ergebnis des Systems, das mit jedem Kassenbon bezahlt wird. Hier ist man nicht der Retter, sondern der Auftraggeber. Das Gehirn meidet Gefühle, die dazu zwingen würden, sich als Teil des Problems zu sehen. Beim Wal darf emotional voll aufgedreht werden, weil es moralisch entlastet. Es gibt eine ungeschriebene Rangliste des Leidens. Wale werden mit hohen Fördersummen gerettet, Insekten nicht. In den Wal werden Ideale wie Freiheit und Stärke projiziert.
Das Schwein dagegen wurde kulturell entzaubert und zur Ware gemacht. Biologisch gesehen sind sich Schwein und Wal verblüffend ähnlich, doch dem Wal wurde ein Sonderrecht eingeräumt. Er darf sterben wie ein König, während das Nutztier wie ein Gegenstand behandelt wird. Diese ästhetische Ordnung sorgt dafür, dass man nicht bei jedem Tier Schmerz empfinden muss. Darf ein Leben also nur dann Mitleid erwarten, wenn es fotogen genug für die Kamera ist? Oft ist der Wal der Ort, in dem wir uns unsere Menschlichkeit bewahren, ein heiliger Rückzugsort für das Mitgefühl. Ein Moment, in dem wir ohne Kompromisse auf der richtigen Seite stehen können. Wenn dann das Thema Fleisch angesprochen wird, folgt oft Aggression. Nicht aus Bosheit, sondern weil die Realität der Schlachthöfe diesen Rückzugsort stört. Das Mitgefühl für den Wal ist echt, aber er zeigt uns auch unseren eigenen Bruch. Denn der Wal ist kein Rätsel der Natur, er ist der Spiegel. Er zeigt uns unsere Fähigkeit zu lieben und gleichzeitig unsere Notwendigkeit, Leid zu sortieren. In das, was wir laut betrauern und das, was für unseren Komfort noch in Stillen bleiben muss. Vielleicht geht es hier auch nicht darum, wie der Wal stirbt, sondern darum, wie man mit der Wahrheit über dieses selektive Mitgefühl leben will. Denn was passiert, wenn die Empathie das Leid nicht mehr überbrückt, sondern es nur noch hinter einer Mauer aus Selbstschutz versteckt?